Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich mich dem Alarmhorn widmen. Das ist dieses Ding hier. Das habe ich jetzt neu gekauft, direkt bei Audi. Problem war ja, ich verlinke euch oben nochmal das Video, da war ich bei einem Rückruf für meinen Beifahrer-Airbag bei Audi und danach hatte ich diverse neue Fehler im Fehlerspeicher. Audi meinte irgendwie, die seien vorher schon da gewesen. In meinen Logs waren sie vorher nicht. Meine Logs sind aber dann auch ein bisschen älter gewesen, das heißt, ich kann jetzt nicht hundertprozentig belegen, denn ich habe leider, bevor ich in die Werkstatt bin, nicht nochmal einen Scan gemacht gehabt. Das heißt, es ist halt wie es ist, deckt sich halt mit meinen Erfahrungen mit den Werkstätten. Wie gesagt, vielleicht sind die Fehler nicht von Audi gekommen, egal. Heute möchte ich jetzt die erste Analyse starten, und zwar einer der zusätzlichen Fehler war Fehler im Stromkreis bezüglich des Alarmhorns. Den kriege ich auch nicht rausgelöscht, der kommt immer wieder, und da habe ich mir jetzt den Reparaturleitfaden besorgt, und das ist eben so, wir müssen zuerst die Verkleidung hier oben unterhalb der Windschutzscheibe abnehmen. Die ist nur gesteckt, dafür nehmen wir die Gummilippe ab. Das habe ich in verschiedenen Videos schon gezeigt, habe ich jetzt auch im Auto schon gemacht. Die Gummilippe nach oben, zeige ich euch gleich nochmal. Dann könnt ihr die Verkleidung abnehmen, und dann sitzt neben dem Lüftungskasten hier irgendwie, ja, weiß nicht, was das ist, irgendwas hat das mit der Lüftung zu tun, das sind auch Wasserschläuche. Und hier unten dran, direkt daneben, ich zeige es euch gleich auch im Auto, ist so eine Art Metallhalterung, und unterhalb von der Metallhalterung hängt dieses Alarmhorn. Wir sehen ja, hier ist so eine Schraube. Die Schraube ist hier jetzt mit Position 2 markiert. Das heißt, wir lösen diese Mutter, die hier auf diese Schraube drauf kommt, und wenn wir die Mutter Position 2 gelöst haben, dann lösen wir auch noch die Mutter hier unten Position 3. Dann sollte man den Halter rausnehmen können und im Anschluss auch das Alarmhorn. Ich habe eben schon geguckt, da ist sehr, sehr wenig Platz. Ich zeige euch das jetzt einmal am Auto. So, jetzt sind wir hier am Auto. Wie gesagt, hier ist ja normalerweise diese Gummilippe, die habe ich jetzt schon gelöst. Die liegt hier drüben, und dann kann man eben einfach diese Abdeckung, diese Plastikabdeckung nach oben anheben und nach vorne rausziehen. Habe ich auch gemacht. Die liegt jetzt hier hinten. So, und wenn wir da hinten reinschauen, da sehen wir jetzt, ich versuche euch das mal zu highlighten, so eine Metallhalterung mit einer Mutter oben, und da hängt, wie gesagt, dieses Alarmhorn dran, und nebendran unten, ist wieder jetzt schwierig mit dem Licht einzufangen, da unten, und die Kamera stellt es auch nicht scharf, da diese Mutter, die müssen wir auch lösen, dann soll man den Halter ausbauen können und ans Alarmhorn rankommen. Das probiere ich jetzt einfach mal, ich packe euch in den Zeitraffer, keine Ahnung, wie viel ihr das sehen könnt, weil es wieder super eng ist. Aber wir probieren es mal. Wichtig ist, Zündung aus, Schlüssel abziehen, stand in der Anleitung. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einigermaßen sehen können, wie ich das gemacht habe. Es ist schweineeng, aber es geht. Hier hinten, man kriegt es wieder ganz schwer eingefangen. Da ist jetzt dieser Stecker, die Steckverbindung für das Alarmhorn. Das habe ich jetzt eingesteckt. Ich lasse es erstmal nur so liegen, denn jetzt schließe ich mal meinen Tester an und schaue, ob der Fehler verschwunden ist. Wenn nicht, haben wir ein ganz anderes Problem. So schlecht sah jetzt, finde ich, das. Gut, von außen ist ja auch immer schwer zu beurteilen, ist ja nur so ein Plastikding oder so eine Plastikbox. Ja, und dann, wenn das jetzt gehen sollte, dann baue ich wieder alles zusammen. Wenn es nicht gehen sollte, baue ich auch wieder alles zusammen, weil da haben wir einen anderen Fehler. Jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns einmal noch das Alarmhorn an, was ich ausgebaut habe. So, jetzt schauen wir uns gleich das Alarmhorn an. Bevor wir das tun, aber noch die Info für euch. Was braucht ihr? Ihr braucht auf jeden Fall für die große Mutter,
die sozusagen hier drauf sitzt, auf dem Alarmhorn, braucht ihr eine 13er Nuss. Und für die kleine Mutter, die dann den Halter hier unten am Fuß oder den Halterfuß befestigt oder arretiert, da braucht ihr eine 10er Nuss. Und jetzt schauen wir uns das ausgebaute Alarmhorn an. Wie gesagt, hier wird das befestigt. Unten am Halter sitzt dann so drin. Das heißt, der Steckeranschluss ist hier zur Spritzwand vom Fahrzeug, also zum Fahrzeuginnenraum ist der Stecker, wird hier verriegelt. Das heißt, wenn ihr den Halter rausgebaut habt, den kriegt ihr raus, indem ihr, hier unten ist ja so eine Schraube, die da durchsteckt, hier so eine Stiftschraube, müsst ihr das so ein bisschen nach oben biegen und sobald ihr es nach oben gebogen habt, könnt ihr den zu euch, also sozusagen nach Fahrzeugfront rausziehen, denn der ist hier hinten in der Spritzwand einfach nur so eingehangen. Wie gesagt, hier wird dann das Alarmhorn wird da drunter befestigt, hängt dann also so hier drunter. Wie gesagt, Stecker zeigt zum Fahrzeuginnenraum in Richtung Spritzwand und wie gesagt, braucht also einmal einen 13er und einen 10er. Genau, ansonsten sieht das Ding jetzt erstmal nicht verdächtig aus. Es ist natürlich ein geschlossenes Plastikgehäuse, vielleicht ist Wasser eingedrungen, das hoffe ich auch, dass hier irgendein Defekt vorliegt und dass es jetzt wieder erkannt wird vom Fahrzeug und dafür springen wir jetzt einmal zum Tester und hoffen, dass es wieder funktioniert. So, ich habe jetzt die Diagnose gestartet, jetzt warten wir einmal, bis er das alles durch hat, dann schauen wir uns an, was er gefunden hat. Im Idealfall ist vielleicht der Fehler mit dem Alarmhorn schon raus. Ansonsten müssen wir uns das eben nochmal im Detail bei dem jeweiligen Steuergerät angucken. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, welches Steuergerät es war, springen wir aber gleich hin. Ja, wie gesagt, wenn ich den Fehler dann nochmal sehe, beziehungsweise wenn ich ihn nicht sehe, gehen wir trotzdem nochmal zu dem Steuergerät, denn da waren zwei Fehler drin. Einmal das Alarmhorn und dann auch der Sensor für die Innenraumüberwachung. Heute konzentrieren wir uns aber mal auf das Alarmhorn. Sobald er hier durch ist, geht es jetzt gleich weiter. So, wir haben jetzt hier also Zentralmodul Komfortsystem, da ist die Alarmhupe drin, lokaler Datenbus und Sensoren Innenraumüberwachung. Da müssen wir jetzt einmal schauen, ob wir die Alarmhupe wegbekommen, indem wir jetzt da den Tausch vorgenommen haben. Das heißt, ich gehe jetzt einmal in das Steuergerät direkt rein. So, jetzt sind wir im Steuergerät Komfort. Schauen wir einmal. Stellt es nicht scharf. Okay, jetzt sagt er gar keine Fehler mehr. Das finde ich irgendwie irritierend. Okay. Das ist merkwürdig, weil jetzt ist auch der Fehler für den Innenraum weg. Das ist ja super, super merkwürdig. Ich starte die Diagnosesitzung einfach nochmal und dann schauen wir mal, ob das jetzt wirklich stimmt oder ob das einfach nur ein Anzeigefehler ist. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt ein Kombifehler war. Merkwürdig. Ich starte die Diagnosesitzung nochmal, dann gucken wir nochmal rein. So, ich habe jetzt Zündung ausgeschaltet, Schlüssel nochmal abgezogen, nochmal gewartet, 5 Minuten, Schlüssel wieder rein, auf Zündung gegangen, habe nochmal komplett frisch gescannt und es ist tatsächlich jetzt weggeblieben. Also das, was ich jetzt halt noch drin habe, sind die Fehler, die halt von dem letzten Audi-Besuch stammen. Also das ist ein alter Fehler, den hatte ich ja noch. Das war der einzige, der übrig geblieben war damals, als ich mit den Reparaturen fertig war. Und diese 5 sind jetzt eben von dem gescheiterten Versuch von Audi, das Ding zu kodieren. Das heißt, Bremsflüssigkeit, gut, das wird jetzt hier in dem Gerät falsch angezeigt. Gerade eben waren da noch andere Texte. Der ist jetzt hier mit dem Programm irgendein Bug, hat da die falschen Texte geladen. Das sind alles Fehlercodes, die sich auf die fehlgeschlagene Kodierung von der Sitzverstellung Fahrerseite beziehen. Denn das ist scheinbar so ein zusammenhängendes System. Also Fahrer, Steuergerät, Sitzverstellung und Beifahrer gehören irgendwie zusammen. Und die hatten das ja versucht und danach ist es nur schlimmer geworden. Aber wenn wir jetzt hier durchgehen, sind keine weiteren Fehler mehr drin. Das heißt also, das, was ich vorher hatte mit Komfortsystem, wo habe ich es? Zentralmodul für Komfortsystem, da waren ja 3 Fehler drin. Einmal Datenbus und dann eben auch die Geschichte Innenraumsensor und Alarmhorn. Ich habe jetzt nur das Alarmhorn getauscht und es sind alle anderen beiden Fehler auch verschwunden. Also war es wahrscheinlich eine Kombination. Das heißt, ich baue jetzt vorne wieder zusammen und dann gucken wir uns das Endergebnis nochmal an. Also Hinweis für euch, falls ihr auch mal auf so eine Kombi-Fehlergeschichte stoßt mit Alarmhupe und Innenraumsensor, erstmal die Alarmhupe tauschen. Scheinbar gehört das irgendwie zusammen. Wie gesagt, ich baue jetzt zusammen und dann gucken wir uns gleich nochmal das Ergebnis an. So, jetzt habe ich hier wieder alles zusammengebaut. Es ist wirklich schwer zu erkennen. Also besonders schwierig war die kleine Schraube nebendran. Da habe ich es dann so gemacht, ich habe die mir vorne, oder beziehungsweise die kleine Mutter, die habe ich mir vorne hier auf mein
Magnetstab gesetzt, flach, und habe die dann sozusagen dort unten, die Kamera stellt es jetzt nicht scharf, dort unten eben aufgesetzt und ganz leicht gedreht, sodass sie zumindest schon mal einen halben oder eine ganze Gewindeumdrehung auf der Schraube oder auf diesem Stift sitzt. Und dann bin ich mit meiner Verlängerung rein und habe sie ganz vorsichtig dann eben weiter festgezogen und festgedreht. Einfacher war hier dann schon das Alarmhorn, da kommt man deutlich besser hin. Muss nur darauf achten, dass man mit einer Hand gegenhält, dass es eben auch gerade sitzt, das Alarmhorn unterhalb der Halterung, und dann entsprechend festzieht. Das war das Einzige, worauf ich jetzt geachtet habe. Wie gesagt, mit einer Hand festhalten, mit der anderen Hand und einer großen Verlängerung, sodass ihr da, denn ihr kriegt maximal eine Hand hier rein, 2 Hände, also zumindest meine Hände kriege ich da nicht beide rein, nur eine. Mit der einen Hand habe ich das Alarmhorn gehalten in Position und mit der anderen Hand und der langen Verlängerung habe ich es dann von außen festgeschraubt. Was ich jetzt gut finde, dass die Fehler weg sind. Das heißt, ich habe zwar auch noch einen neuen Innenraumüberwachungssensor bestellt, den habe ich auch da liegen, aber den muss ich jetzt scheinbar gar nicht tauschen, denn der Fehler ist weg. Vorher ließ sich der Fehler nie löschen, also keiner der 3 Fehler. Das bedeutet, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir den Fehler auch beseitigt haben. Ich muss es natürlich im Blick behalten und demnächst will ich nochmal einen Versuch wagen und mir das mit dem Steuergerät auf der Fahrer- bzw. Beifahrerseite nochmal angucken. Da muss ich aber vorher nochmal ein bisschen die Schaltpläne lesen. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen sauber, genauso auch die Abdeckung, die mache ich sauber. Dann baue ich alles wieder zusammen. Und dann habt ihr gesehen, wie ihr das Alarmhorn oder die Alarmhupe tauschen könnt. Wie gesagt, sitzt dort hinten unten. Am besten, wie gesagt, mit einer Verlängerung arbeiten, dann kommt man da ganz gut hin. Ansonsten ist es halt auch ein bisschen fummelig. Ihr müsst dann den Halter so ein bisschen drehen, um den da rauszubekommen. Aber das kriegt man schon hin. Es ist nicht sonderlich komfortabel. Auch das mit dem Stecker ist nicht ganz so geil. Aber es geht, es lässt sich alles lösen. Und wie gesagt, bei mir war es jetzt so, das Tauschen des Alarmhorns hat schon gereicht, um alle 3 Fehler zu beseitigen. Also wahrscheinlich hatte das Alarmhorn einfach einen Schuss. Wir hatten ja auch vorher schon mal das Problem hier mit dem Luftgütesensor. Da konnte ich ja auch nicht feststellen, warum der kaputt war. Aber nachdem ich den getauscht habe, war der Fehler weg und ist auch seitdem nicht mehr wiedergekommen. Bedeutet, wie gesagt, jetzt habt ihr gesehen, wie ihr das und wo ihr das findet, was ihr machen müsst, was ihr an Werkzeug braucht und in welchem Steuergerät die Fehler abgelegt werden. Zentralsteuergerät für Komfortsysteme. So, bevor ich jetzt abmoderiere, ich habe mir dann eben nochmal Gedanken gemacht, weil ich jetzt so ein bisschen skeptisch bin wegen dem Fehler, dass jetzt alle Fehler weg sind. Und deswegen habe ich mir jetzt hier den Dremel geholt und ich zeige euch einmal, ich habe jetzt die alte Alarmhupe oder das alte Alarmhorn einmal aufgedremelt. So, das sieht jetzt ein bisschen rabiat aus, aber das ist halt verklebt, bedeutet, da kommt man halt jetzt nicht so einfach ran. Sprich, was habe ich gemacht? Ich bin hergegangen und habe mit dem Dremel, mit einer Trennscheibe hier außen ganz vorsichtig an den 3 Seiten, nicht komplett ringsrum, sondern nur hier, hier und hier sozusagen einen Riss reingeschnitten oder halt ja, diese Verklebung, die beiden Seiten voneinander getrennt. Dann habe ich es hier mit dem Schraubenzieher aufgehebelt und jetzt seht ihr schon, hier drin ist nur noch das Alarmhorn und der Stecker. Die Platine habe ich jetzt schon rausgenommen und da habe ich dann auch tatsächlich die Ursache gefunden für das Problem im elektrischen Stromkreis. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, also zum einen ist es natürlich nicht so schön, dass dort bei der Herstellung viel zu viel von dieser Dichtmasse verwendet wurde. Die ist jetzt hier bis aufs Board gelaufen. Das ist nicht ideal. Und was wir auch sehen können, ich hoffe, ist auf der Kamera ist jetzt kein Makroobjektiv, aber ich hoffe, man kann das einfangen oder ihr könnt das sehen. Diese ganzen blauen Stellen und Verkrustungen, das ist, hätte ich jetzt gesagt, massive Korrosion. Und da gehe ich mal stark davon aus, gerade wenn wir uns die kleinen SMD-Bauteile hier angucken, so korrodiert wie die sind, da wird wahrscheinlich irgendwo es einen Kurzschluss oder irgendwas gegeben haben, der dann ursächlich war für die Fehlermeldung. Meine Erklärung dafür, dass jetzt auch der Fehler mit dem Innenraumsensor weg ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich erkläre es mir jetzt so, dass das auch wieder 2 Komponenten sind, die über den Datenbus miteinander verbunden sind. Und wenn jetzt die eine Komponente sozusagen unplausible Informationen über den Bus schickt und die sind sozusagen in Reihe geschaltet, also hintereinander oder halt miteinander verbunden, dann erzeugt das natürlich auch Fehler bei der anderen Komponente. Das war jetzt, hätte ich gesagt, einfach pures Glück, dass ich hatte ja 2 Komponenten zur Auswahl, den Sensor für die Innenraumüberwachung und die Alarmhupe. Das war jetzt pures Glück, dass ich, wie gesagt, bei der Alarmhupe direkt den Fehler gefunden habe. Es hätte auch genauso gut andersrum sein können, hätte ich jetzt gesagt. War es aber nicht. Deswegen, wie gesagt, die Info für euch. Wenn ihr so einen Kombo-Fehler habt, gerade in Bezug auf Alarmhorn
Hornhupe und den Innenraumsensor. Fangt am besten mit dem Alarmhorn an. Zumindest war es jetzt bei mir so. Ich denke auch rein von der, sage ich mal, Wahrscheinlichkeit. Das hier sitzt ja außen, also sprich im Motorraum, da ist es feucht, da sind unterschiedliche Temperaturen. Hätte ich jetzt gesagt, das war auch meine Idee, deswegen habe ich damit angefangen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass so ein elektronisches Bauteil entweder aufgrund von Flüssigkeit, wie wir hier sehen können, Korrosionsschaden nimmt oder eben aufgrund von kalt, warm, irgendeine der Lötstellen schlecht wird und dann sozusagen deshalb vielleicht ein elektrischer Fehler entsteht. Wie gesagt, jetzt habe ich es aufgelöst, ihr habt es auch gesehen, hier ist eben massive Korrosion und auch zu viel von dieser Dichtflüssigkeit oder Dichtmasse aufgetragen worden. Die Dichtmasse alleine sollte jetzt erstmal kein Problem sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht durch die Dichtmasse dann Feuchtigkeit gewandert ist, was dann die Korrosion ausgelöst hat. Denn im Idealfall sollte die Dichtmasse eben nicht bis auf die Platine ragen, sondern es voneinander getrennt sein. So, jetzt habt ihr sozusagen alle Infos. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Wenn ihr den Fehler habt, ihr wisst jetzt, wie ihr die Alarmhupe tauscht. Wenn irgendwann nochmal der Zeitpunkt kommt, dass ich an den Innenraumsensor muss, würde ich euch das auch zeigen. Aber hier war jetzt die Fehlersuche entsprechend schon beendet und ich muss mich halt irgendwann noch um den Fahrersitz kümmern. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.